Seit 3 Jahren reisen wir mit unserem Camper Sprinti durch Europa, immer auf der Suche nach neuen Horizonten und Momenten, die Geschichten schreiben. Doch zwischen all den ersten Malen und fremden Orten gibt es einen Fleck auf der Landkarte, der uns immer wieder ruft. In der Weite Skandinaviens haben wir 2017 unsere Liebe zum Reisen und Leben auf 4 Rädern entdeckt. Seitdem kehren wir immer wieder zurück, um zwischen Fjorden, Fjellen und endlosen Wäldern vielleicht auch ein Stück von uns selbst zu finden. Willkommen zu diesem neuen Kapitel im wilden Norden. Willkommen zurück in Schweden. Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute genau eine neue Reiseetappe. Für uns geht es nämlich endlich nach Schweden. Wir haben jetzt die letzten Wochen noch einen längeren Deutschlandaufenthalt wieder gehabt mit einigen Projekten und Optimierung am Camper. Und ja, jetzt freuen wir uns mega, dass es wieder losgeht. Wir sind hier gerade in Travemünde, wo heute Abend unsere Fähre nach Trelleborg geht. Und ja, es kribbelt schon ein bisschen, wir haben echt wieder richtig Lust, Skandinavien zu erkunden und nehmen euch da natürlich mit. Mittlerweile haben wir schon so einige Routen ausprobiert, den Landweg über die Öresundbrücke oder auch das letzte Mal über Norwegen nach Schweden. Und für uns ist es eigentlich immer echt entspannt, einfach ja, die Fähre zu nehmen, in dem Fall am Abend. Dann startet die Reise irgendwie doch deutlich entspannter, als wenn man die ja, am Ende doch 500-600 Kilometer fährt und noch eine Übernachtung mit einplant. Und so ja, können wir heute Abend ganz entspannt einchecken und morgen dann in aller Früh Schweden erkunden. TT-Lines rechts. Ja. Lane 14, Anleger 7. Ist klar. Das war jetzt echt ein super unkomplizierter Check-in-Prozess. Wir mussten nur unseren Barcode an den Self-Check-in-Automaten halten, haben unsere Tickets gekriegt und ja, konnten direkt aufs Gelände fahren. Eigentlich so, wie wir es auch von Schweden fern immer kennen. Es ist irgendwie nie eine große bürokratische Problematik hier. Das Schiff ist auch schon da, steht hinter uns und das Coole bei unserer Abfahrt ist, obwohl wir erst um, ich glaube, 1 Uhr ablegen, dürfen wir schon um 22 Uhr boarden. Das gibt uns natürlich noch mal ein bisschen mehr Zeit auf dem Schiff und auch in der Kabine und ein bisschen mehr Stunden Schlaf. Das ging jetzt richtig schnell. Hier unten steht noch unser Essen, weil wir es einfach nicht haben kommen sehen. Es war die ganze Zeit nichts los und eigentlich haben wir auch nur eine Stunde bis zum offiziellen Boarding, aber irgendwie fahren wir gerade aufs Schiff. Wir dachten halt, dass wir erst um 22 Uhr noch rauf können, weil ja eigentlich die Abfahrt erst um 1 ist. Aber ja, es ist eine Stunde mehr geworden. Nicht schlecht. Wow. Das ist ein riesiges Fenster. Mega. So, jetzt zeigen wir euch noch einmal das Big Picture. Wir starten hier mit unserem komfortablen, großen Bett. Da sind hier drüben auf jeden Fall nochmal 2 Einzelbetten. Das ist nämlich eine 4-Bett-Kabine. Also einmal unten das Sofa und dann hier oben noch eine zum Runterklappen. Voll gut. Brauchen wir natürlich nicht.
Dann wechsle ich einmal die Seite. Hier seht ihr nochmal das mega Panoramafenster von Fernseher und ja, irgendwie so eine kleine Schreibtischecke, ein Ganzkörperspiegel. Richtig, kann ich morgen früh hier schön fertig machen. Vor allem du. Und dann das Bad. Auch ziemlich geräumig, finde ich, für eine Fähre. Also da haben wir schon echt Kleineres erlebt. Auch mit recht großer Dusche. Alles sauber. Tipptopp. Ja. Ende der Roomtour. That's it, genau. Dafür lässt es sich gut aushalten. Für, ja, 8 Stunden Überfahrt, ne? Auf jeden Fall. Richtig gut. An dieser Stelle möchten wir euch einmal offiziell den Partner unseres heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist das TT-Line. Manu hat es ja schon erzählt, wir sind große Fans von Fährüberfahrten, einfach weil es für uns die bequemste und unkomplizierteste Möglichkeit ist, unser Reiseziel zu erreichen. Und das geht insbesondere für Skandinavien. TT-Line verkehrt tatsächlich mehrmals täglich zwischen Rostock und Travemünde und Trelleborg in Südschweden. Und mit der Flex-Option könnt ihr eure Fahrt sogar bis zu 24 Stunden vorher gebührenfrei umbuchen oder sogar stornieren. Wohnmobile und Camper sind übrigens auf allen Schiffen der TT-Line-Flotte willkommen und was wir sehr fair finden für die Berechnung des Ticketpreises ist allein die Autolänge relevant. Also um unsere Dachladung, die gerade auf unseren Skandinavien-Etappen gern mal höher ausfällt, müssen wir uns hier also schon mal keine Sorgen machen. Wir sind heute an Bord der Peter Pan unterwegs, die übrigens eines von aktuell 2 Schiffen der neuen Green Ships Flotte ist. Mit dieser neuen Fährgeneration setzt TT-Line als erste Reederei in der südlichen Ostsee auf LNG, also auf Flüssigerdgas. Das ist der sauberste Schiffskraftstoff, den es derzeit auf dem Markt gibt und damit ein wichtiger Schritt in Richtung umweltfreundlichere Mobilität. Und auch wenn ihr nicht selbst mit einem der neuen Green Ships reist, könnt ihr bei eurer Buchung mit der Option CO2-frei reisen eure verbrauchte Kraftstoffmenge mit dem Kauf von Bio-LNG kompensieren. Und zum Schluss noch ein kleiner Spartipp. Wir wissen noch nicht so ganz, wann wir die Fähre zurücknehmen. Wir werden jetzt ungefähr die nächsten 6 Monate in Skandinavien unterwegs sein und haben dementsprechend noch kein festes Ende. Wenn ihr die Rückfahrt aber schon planen könnt, dann bucht sie am besten direkt mit der Hinfahrt zusammen, denn mit dem Rückfahrtpaket habt ihr die Chance dann nochmal diverse Rabatte auf sowohl die Kabine als auch den Längenzuschlag, als auch beispielsweise Leistungen an Bord zu bekommen. Also schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, machen wir es jetzt in der Kabine gemütlich und freuen uns darauf, morgen in Schweden aufzuwachen. Wir sind angekommen in Schweden. Die Überfahrt war echt super entspannt. Wir hatten kaum Seegang, es hat alles super pünktlich funktioniert. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Und jetzt fahren wir tatsächlich mal ein paar 100 Kilometer nordwärts. Wir haben uns nämlich schon einen Stellplatz ausgesucht für die ersten paar Tage. Wir werden jetzt hier an der Tankstelle noch einmal kurz Wasser auffüllen und dann freuen wir uns auf die ersten Tage in der Natur. Voll cool! Mega cool. Ich glaube, wir haben den perfekten ersten Platz gefunden. Beziehungsweise du hast ihn gefunden. So eine kleine Halbinsel irgendwie, oder? Wenn man so runterfährt hier. Genau. Links und rechts Wasser. Ein bisschen windig ist es, aber das soll heute Abend weniger werden und morgen, glaube ich, sogar fast gar kein Wind. Von daher cool, richtig schön.
Wir haben den Stellplatz hier übrigens nicht durch Zufall gefunden, sondern stehen auf einem privaten Platz von einem Waldbesitzer hier und ja, konnten den buchen für ein paar Tage für gar nicht mal so viel Geld. Und hier gibt es eine richtig coole Feuerstelle. Der Winter hat nachgelassen und das nutzen wir natürlich direkt aus für unser erstes Lagerfeuer in Schweden. Listen for me in a violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me in a winning streak. Listen for me when you're at your peak. Babe, would you listen for me? Listen for me in a child. Voilà. Barbecue is ready. Wir haben dummerweise vergessen, Alufolie zu kaufen, deswegen gibt es jetzt Ofenkartoffeln aus dem Topf. Also wir haben sie gekauft, dachten Ja, ich wir. dachte, wir hätten sie gekauft, aber Naja. naja. Wird trotzdem lecker. Dankeschön. Also ich dachte, man kann die Wurst vielleicht einfach draufschmeißen. Ja. Erst nochmal was. Kann sein, dass mir gerade einmal hingefahren beides. Aber es war ja schon vor einer Klar. Viertelstunde. Aber naja, vielleicht, Das ist gut bei dir, ja? vielleicht geht's ja doch. So. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Lange war Schweden für uns vor allem der Weg zum Ziel, die entspanntere Anreise nach Fjordnorwegen oder auf die arktischen Inseln. Diesmal ist es anders. Seit unserem Winterabenteuer in Schwedisch Lappland haben wir uns fest vorgenommen, dem stillen Nachbarn Norwegens bei unserem nächsten Skandinavien-Trip unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken, das Land auch abseits der Hauptrouten zu erkunden und ganz in Ruhe auf uns wirken zu lassen. Und schon während wir die ersten 100 Kilometer durch Südschweden zurücklegen, spüren wir, Schweden ist so viel mehr, als wir lange in ihm sehen wollten. Cheers. Oh. Hatte ich sogar schon einen Riss irgendwo? Nee, das war die andere. Ach so. Ich hab die aussortiert. Ah, die mir runtergefallen ist ins Waschbecken. Ja, genau. Wir dachten, wir nutzen die ersten Zimtschnecken in Schweden, einmal um euch abzuholen, was überhaupt so unser Plan ist für
die Zeit hier. Was machen wir eigentlich in Schweden? Genau, und wie lange bleiben wir? Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir haben nämlich diesmal tatsächlich so lange Zeit wie noch nie. Und wer weiß, wie lange wir das letzte Mal hier waren, der weiß, dass wir auch da schon ziemlich lange im Land waren. Genau, also auch da waren wir schon fast ein halbes Jahr im Land und jetzt haben wir wirklich sogar noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Zeit. Also richtig, richtig viel Zeit und mussten uns jetzt die ersten Tage auch erstmal so ein bisschen strukturieren, was wir mit der Zeit anfangen oder wie wir ja auch so unsere Route durchs Land planen. Weil eigentlich haben wir vorgenommen, uns wieder weniger Pläne zu machen. Ja. Also eher quasi eine Region mal ein bisschen intensiver zu erkunden. In dem Fall so ein bisschen den Fokus auf Mittelschweden irgendwie zu setzen. Aber natürlich, wenn man weiß, man nimmt im Mai die Fähre und wird irgendwann im Dezember wahrscheinlich zurückfahren, kommt sich natürlich auch so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an, als wenn man eigentlich dann noch mehr erkunden müsste. Ja, genau. Generell, das merken wir immer wieder bei der Planung unserer Routen oder auch bei der Planung unseres Alltags. Es sind halt immer so viele Faktoren, die reinfließen da in die Entscheidung, wo man hinfährt, wie viel Zeit man wo verbringt. Das Wetter, unser Arbeitsvolumen, auch YouTube, was wir euch zeigen möchten. Und deswegen steht jetzt erstmal ein grober erster Plan für die ersten 2 Wochen vielleicht. Wir versuchen es mal Etappe für Etappe so ein bisschen anzugehen und sind jetzt mittlerweile nördlich vom Fehmarn schon. Also wir sind jetzt schon die ersten, ich glaube, so 400-500 Kilometer von der Fähre gen Norden gefahren und steuern jetzt ziemlich steil die norwegische Grenze an. Zwar geht es zum Fullfjellet Nationalpark. Dort gibt es den größten, nur einen der größten Wasserfälle Schwedens, der schon doch einige Zeit auf unserer Liste steht und den nehmen wir als erstes mal mit. Genau. Und jetzt lassen wir uns erstmal die Zimtschnecken schmecken und dann schauen wir, was wir mit dem Tag heute noch so anfangen. Es ist nämlich echt richtig regnerisch heute. Ich glaube wir bleiben wahrscheinlich einfach hier und legen den Laptop-Tag ein. Wird aus so einer kleinen Parkbucht dann vielleicht auch machen mit Übernachtungsplatz und dann schauen wir morgen, wie das Wetter ist und fahren weiter gen Norden. Die Beine vertreten. Eigentlich nur eine kurze Regenpause ausnutzen und bin so ein bisschen in den Wald gelaufen hier. Habe wieder erwarten einen richtig schönen See mit einer Insel entdeckt und musste ich mal noch mal aus dem Camper locken. Jetzt gehen wir noch mal kurz ans Ufer und erkunden ein bisschen in Abendstimmung die Umgebung hier. Das Abendessen verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Ja, es ist mittlerweile wieder sehr lange hell natürlich. Jetzt ist es glaube ich 9:30 und Sonnenuntergang ist so in einer Stunde. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Wow. Schön, oder? Das sieht cool aus. Ein rotes Boot vorne auch noch. Diese Insel sieht richtig, richtig mystisch aus wie gerade. Die Stille, das liebe ich so an Schweden. Dass selbst jetzt, so langsam ja auch die Reise-Hochsaison beginnt, es einfach Orte gibt, die komplett ruhig sind. Wo man einfach nur das Rauschen des Wassers hört und die Blätter im Wind. Ein paar Vögel und sonst nichts. Wir verlassen Värmland in Richtung Fullfjellet Nationalpark. Neben der Routenplanung möchten wir einem weiteren Punkt auf dieser Reise mit mehr Gelassenheit begegnen: dem Wetter. Während wir durch endlose Wälder in Richtung norwegische Grenze fahren, wechseln sich Sonne und Regen im Minutentakt ab. Und irgendwie macht doch genau dieses launische Spiel den Charme der nordischen Länder aus. Genauso wie die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. In Skandinavien gibt es dafür sogar ein eigenes Wort: Friluftsliv. Die Idee, die Natur ganz bewusst in den Alltag zu integrieren. Ganz egal, bei welchem Wetter. Wow, guck mal jetzt.
Plätze wie diesen hier lieben wir Skandinavien auf jeden Fall. Eigentlich ist es bei Google Maps nur eingezeichnet gewesen als ein historischer Ort, weil ich eine sehr alte Brücke Värmland und Dalarna verbindet. Aber hier ist auch ein kostenloser Shelter mit wirklich einer Hütte, Feuerstelle, Feuerholz und das Ganze kann man einfach benutzen, wenn man möchte eine kleine Spende abgeben für den Erhalt. Aber dass es einfach zur Verfügung gestellt wird, weil dieses Jedermannsrecht, also das in der Natur sein, hier so verbunden ist, dass es vollkommen normal ist. Das ist echt was uns irgendwie immer wieder begeistert hier oben. Wir sind mittlerweile im Nationalpark angekommen, beziehungsweise fahren hier gerade schon langsam über eine Schotterpiste, weil wir uns gegen die Hauptroute entschieden haben und jetzt so 25 Kilometer quasi einmal quer durch die Wälder dahin fahren. Und bislang ist einfach kein anderes Auto hier. Und wir hoffen natürlich so ganz heimlich auch das erste Wildlife so langsam zu sehen. Es wäre schon eine Ecke auf jeden Fall für Elche und vielleicht auch mal einen Bären. Ja, das ist auf jeden Fall echt cool hier. Falls ihr euch fragt, wo unsere Wandersachen gelagert sind. Wir haben hier 2 riesige Kisten, wo sowohl unsere Rucksäcke drin sind, als auch Trinkflaschen und all unsere Wanderklamotten und auch die Wanderschuhe. Entsprechend, immer wenn es losgeht, kommen die Kisten einmal raus und dann schauen wir mal, was wir heute mitnehmen. Also auf jeden Fall der Rucksack. Dann haben wir einmal den. Ja. Und einmal Schön. Wir sind jetzt angekommen am Visitor Center vom Park, dem Naturum hier hinter mir. Da werden wir gleich mal einen kleinen Blick reinwerfen, das soll nämlich ganz schön sein. Und dann machen wir uns auf die erste Wanderung unserer Schwedenreise und zwar zum Buskotspicken Mjøspeskär Wasserfall. Auf jeden Fall der höchste Wasserfall Schwedens mit einer Gesamthöhe von über 120 Metern. Soll sehr spektakulär sein, deswegen freuen wir uns jetzt auf die erste Tour und sind gespannt, was uns erwartet. Wow. Das ist mein Ausblick, ne? Nationalparks hier in Schweden sind echt immer richtig schön und mit richtig viel Liebe zum Detail angelegt. Also nicht nur sind die Wege immer voll leicht zu finden und gut ausgeschildert, aber es gibt auch an jeder Ecke Möglichkeiten, sich hinzusetzen und irgendwie in die Ferne zu gucken und überall Erklärtafeln. Und ja, irgendwie ist es alles sehr durchdacht. Langsam nähern wir uns dem Ziel. Man hört den Wasserfall schon rauschen. Man sieht ihn auch schon hinten durch die Bäume blitzen. Und die Wanderung ist echt super, super entspannt. Also hat noch so ein paar kleine Höhenmeter zu bewältigen. Aber ansonsten sehr, sehr easy. Und sehr, sehr schön. Jetzt entschieden, auf dem Rückweg noch einen kleinen Umweg zu gehen und nicht direkt zurück zu Sprinti. Es gibt nämlich noch einen Weg, der führt oberhalb vom Wasserfall entlang und man hat wohl auch einen ganz schönen Ausblick auf das Nipfjell. Das ist quasi das nächst nördliche Fjell von hier. Und die extra Kilometer nehmen wir heute auf jeden Fall mit. Windig hier oben auf dem Fjell. Ja, ist echt kalt.
Das war jetzt echt nochmal eine richtig schöne Ergänzung zur Aussicht direkt am Wasserfall. Und das war auch deswegen gut, weil nämlich hier im Park das Drohnefliegen strengstens verboten ist. Und das ist ja sonst unser Weg, quasi die Perspektive von oben nochmal zu bekommen. Von daher heute leider keine Drohnenaufnahmen, aber dafür trotzdem ein richtig cooler Ausblick von oben. Und jetzt geht's zurück zum Naturum. Ganz schön langer Weg. Oh. Aber wer rastet, der rostet. So, zurück bei Sprinti. Das war echt eine richtig coole Tour. Und jetzt machen wir uns auf die Stellplatzsuche. Wir hoffen ja insgeheim, dass wir wieder auf den Platz von letzter Nacht können. Allerdings waren da nicht so viele, deswegen mal schauen, ob das klappt. Hier auf dem Parkplatz vom Naturum ist es Übernachten nicht erlaubt, wobei sich gefühlt nicht alle daran halten. Aber ja, wir versuchen es trotzdem mal und suchen uns ein schönes Plätzchen in der Natur. Schön. Lass es sich schmecken. Danke fürs Kochen. Tage wie dieser sind es, die das Leben auf Reisen für uns auch nach 3 Jahren immer noch besonders machen. Nicht die großen Abenteuer, sondern die vielen kleinen Momente in der Natur, das Abendessen am Fluss und die Möglichkeit, umgeben von Flüstern des Waldes im eigenen Bett zu schlafen. Danke, dass ihr hier mit an Bord seid. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch in den nächsten Monaten viele weitere Ecken dieses tollen Landes zu entdecken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weitere Reiseetappe zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.